Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Baldur's Gate 3 mit Tim Harden, unserem Schlitzohr von einem Baden, der gerade zwei Tieflinge davon überzeugt hat, dass eine Gith-Invasion äh, hier gerade stattfindet, dass sie auf jeden Fall die Beine in die Hand nehmen sollen. Und jetzt können wir Lizelle befreien, die uns jetzt natürlich eigentlich dankbar sein muss. Ich würde sagen, wir machen das mal für sie besonders demütigend. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Exactly what I think. Nett ist sie nicht. Und sie erzählt dauernd, sie würde eine Cure kennen und wir müssen nur zu ihrem Crash, whatever this is. And what exactly is a crash? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a gay tadpole, we must report to Augustil for purification. Wie schön. A simple thank you wouldn't go amiss. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. So. Ja, also super arrogant, hat sich nicht geändert, auch nicht dadurch, dass er in einer lächerlichen Goblin-Falle gelandet ist. Alright, we journey together. Let's find this crash. You are full up. Dismiss your weakest warrior. That would be you. Ja, nee, ist jetzt ernsthaft eine Frage. Ich meine, sie ist ein Fighter. Wenn es zu einem Kampf kommt, ist es natürlich schon so, dass wir momentan überhaupt keinen Kämpfer haben. Ne? Wir haben quasi zwei Roguelike-Typen, eine Klerikerin und einen Wizard. Schwer zu sagen. Und wen würde ich wegnehmen? Gale? Eigentlich finde ich es immer geil, einen Wizard dabei zu haben, wegen allem, was er weiß. Wissen tue ich auch so das eine oder andere als Bade. Ja, ein bisschen Magie analysieren und so, das tut schon nicht schlecht. Sie kann natürlich auch das eine oder andere Wissen beisteuern. Sie hat ja diese Githyanki-Geschichte, dass sie quasi proficient in zum Beispiel allen Intelligence-based Skills sein kann, was ihre -1 Intelligence dann so ein kleines bisschen rausreißt, aber nur ein kleines bisschen. Eigentlich fände ich es ganz gut, sie ist ja ohnehin extrem arrogant, wenn ich sie mal zappeln lasse. Wait at my camp, we can speak there. Very well. But heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Ja, wenn wir den Zoru finden, können wir sie ja auch wiederholen. So, find the Githyanki Crash. Die Ruinen. Wenn da natürlich noch was zu kämpfen ist, wäre ein Kämpfer nicht schlecht, aber vielleicht kommen wir auch so klar. We learned that Shadowheart needs to reach Baldur's Gate to fulfill a mission of her goddess. Though the details of that mission are mystery. So, es joined the party, Wizards of Waterdeep und Free Lizelle haben wir jetzt completed. So, ich denke, dann machen wir uns mal an das Abenteuer. Für das heißt, stopp, Moment, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas zu finden. Genau, ein Dragon Egg. Dingsbums. Dann haben wir hier noch einen Shortbow. Muss ich eigentlich irgendwem sowas geben?
Das sind 1d8. Und das sind 1d6. Hier haben wir noch ein Scimitar, aber das kann nach wie vor... Ach genau, ne? Wir haben ja immer noch dieses Schwert. Das könnte nämlich Lezelle nehmen. Soll ich vielleicht mal den Gale wegschicken? Oder Astarion sogar? Der kann Sneak Attack halt. Aber was ist schon Sneak Attack auf Level 2? Ich werde das tun. Ich werde Astarion zum Teufel schicken sozusagen. Werde ihm natürlich vorher sein Zeug abknüpfen. Die spannenderen Sachen. Braucht er eh nicht. Two-Wares. Das können wir auch Two-Wares machen. So, und das ist eine Grease Bottle. Werde ich vielleicht auch mal an mich nehmen. Obwohl, sowas lassen wir mal sie nehmen. Camp Supply Pack, wird schon noch reichen. So, dann. I am enjoying the latest addition to our little group. Lezelle is delightful. In a very look at me twice and I'll dismember you kind of way, of course. Look at me twice and I'll dismember you. Alles klar. Tell me about yourself. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Magistrat. I need you to stay at the camp for a while. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Please stay at the camp. Well, you know where to find me. So, also gehen wir mal selber zum Camp und holen uns Lezelle. Vielleicht hat sie ja auch noch irgendwas zu erzählen. Chatter already, Tusky. Always charming. You look so unusual. Githyanki are rare in these parts. I expect I am your first. I'd never heard of your kind until my capture. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Uh-huh. As if your upturned bat snout is any better. Better is an opinion, but mine is certainly more economical, disciplined, dignified. Do you know much about mind flayers? I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. So. Eigentlich weiß ich das ja schon, aber ich frage sie trotzdem mal. Do you know what happens if we don't find a cure? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Ach, das klingt doch nicht schlecht. That's not going to happen. We will find a cure. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. Yeah. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. You're worried we haven't changed? This is good news. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass.
I'd like you to join me. It is done. So. Dann kann sie auch noch aufsteigen und vor allen Dingen kriegt sie natürlich hier dieses da. Das ist ja ein Greatsword oder so, genau. Und die gutste, Moment mal, wir gehen einfach mal hierher. Hier, die hat nämlich Great Weapon Fighting. When you roll a 1 or 2 on a damage die for an attack with a two-handed melee weapon, that die is rerolled once. Das heißt, sie kann gut mit großen Waffen umgehen und ein Greatsword ist two-handed. Es ist zwar schade, dass sie da nie ein Schild mittragen können, aber so ist das. Sie hat einen Light Crossbow. Gibt es eigentlich irgendeinen Grund, warum sie dann den Shortbow benutzt? Shadowheart. For the time being kann Shadowheart vielleicht den nehmen. Und ich nehme meinen Hand Crossbow zurück. Weil tatsächlich ist das Ding ja besser, 1d8. Und Lae'zel wird nicht so wahnsinnig oft Fernkampfwaffen benutzen müssen, sagen wir mal so. Das bedeutet, das Longsword. Mal gucken. Das lassen wir erstmal. Wie sieht es eigentlich gewichtstechnisch aus? Ist noch erträglich. Noch erträglich. Genau, aber dann werden wir jetzt erstmal sie aufleveln. Das ist ja nicht viel zu tun. Level 2. So, sie kann jetzt Action Search. Und das war's auch schon. Okay. So, und das Ding hier ist ja ein... Wie, das ist nur Flaming, das ist gar keine Plus-1 Waffe. Everburn Plate. Na gut. So, wir können ja mal gucken, wie es hier sonst noch so aussieht. Okay. A magic mirror. So, da könnte man jetzt sein Aussehen nochmal verändern, aber da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Ne, das finde ich nach wie vor sehr gut. Kein Grund. Also, wir können mit den anderen nochmal reden. Mit denen redet sich typischerweise so angenehmer. Stonebed. Storage Box. Oh, schön. Table, aber da ist nichts. Auch nichts. Noch eins. Okay. Das ist also mehr so zur Zierde. A Githyanki joining our company. Not a collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. Tell me a bit more about yourself. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Don't stop there, you must have many stories to tell about your adventures as such an archmage. Didn't that paint enough of a picture? Ja, ein Wizard of considerable
considerable amount of whatever, der erste Level Spells casten kann. Try to peering into his mind. Na, ich bin ja schon immer neugierig. Ich tu das mal. For a split second, you see a swirl of untamed magic. Then his defenses drop like a portcullis. Out! That was uncalled for. Naja, you're right, I'm sorry. Curiosity got the better of me. Not an eventuality I'm entirely unfamiliar with. Nevertheless, please don't try that again unless I invite you to. Okay. So, dann würde ich doch vorschlagen, wir machen das mal ohne unseren Freund Astarion. Versuchen wir da diese Ruinen zu untersuchen. So, sonst ist hier ja nichts. Und zu den Ruinen geht's dahin. So, wie gesagt, hier werde ich mich nicht hin begeben. Ah ja, hier sind diese Vines, die, genau, entangled, das dachte ich mir. Na gut. Also so richtig total alles muss man ja jetzt eigentlich auch nicht mitnehmen. Aber in der Tat eine Torch. Dagger und ja, Thieves Tools kann man gar nicht viel genug haben sozusagen. Und hier haben wir noch mehr Supplies. Und noch geht's auch hier mit dem Gewicht. Und die Torch. Ach, ich habe sogar schon eine. Na gut. Nee, so war es ja nicht gedacht. Das hast du missverstanden. So. Ach genau, hier. Toggle Light Source. Oder nicht. Mal sehen, was das so macht. Eine verschlossene Tür. Ah, Gimblebock war der Gnom vorhin. Performance oder Deception. Die Orts sind dieselben, je nachdem, was der DC ist. Aber eigentlich wäre Bade ja witziger. Wir machen es mal so. Ich versuche also seine Stimme, ich habe ja mit ihm geredet, zu imitieren. Yes, it's me. Let me in. Aha, das ist auch Charisma und da geht jetzt Friendship anscheinend nicht. Aber das wäre vielleicht bei Deception gegangen. Naja, aber 5, ich bitte dich. You sound a bit shaken, boss. Hang on while I find the key. Tschüss. Und ich habe eine Inspiration gekriegt. Tja. Wie soll ich mich ausdrücken? Wieso hat die eigentlich 2 Hitpoints verloren? Achso, man kann schon rein. You're dead! Naja, das würde ich so nicht sagen.
wir das eher so aus dem Hintergrund mir mal angucken. Ja, ja. Ach so. Ja, nee, dann. Dann können wir das ja so machen. Ui, der hat 18 Hitpoints. Action Search jetzt schon? Nee, oder? Das sind bestimmt, waren ja mindestens noch 2 andere. Ich sortiere erstmal meine Spells, das ist ja immer viel spaßiger. So, also wir haben Sacred Flame, Guidance und der Rest sind schon die Resistance. Hallo? Wo ist Guidance jetzt hin? Wieso ist denn da jetzt Guidance verschwunden? Oder bin ich blind? Ach nee, Quatsch. Das Guidance. Nee, nicht Guidance ist verschwunden. Doch, Guidance ist verschwunden, genau. So. Das, dann haben wir unsere erste Level Spells. Das ist... Also das ist ja die Channel Divinity Aktion. Turn Undead. Das ist... Command. Das hier ist Disguise Self. Das ist eigentlich eher selten spannend. Ich mach mal die ganze... Ja. Doch, ich mach das mal hier hin. Ich mach mal die Concentration. Das ist auch ein Spell. Nee, das ist kein Spell. Das ist nämlich tatsächlich wieder noch so eine Geschichte. Das ist tatsächlich auch das Channel Divinity. Also das sind nämlich Channel Divinity. Das ist Blessing of a Trickster. Always prepared. Das hier ist so eine Eigenschaft und das ist ein Domain Spell. Und Charm Person ist, glaube ich, auch ein Domain Spell, genau. Das hier sind die Domain Spells, das sind die Actions. Channel Divinity und so Krempel. So, dann haben wir hier das. Das ist ein Spell. Das ist der Spell, das ist der Spell. Das sind die anderen Spells. So, was wollte ich machen? Genau. Die Sache ist die, das hat 40% und das hat 55. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich habe den jetzt mit zig Angriffen nicht einmal getroffen. Oh ja, super Geld. 1 Punkt Damage gemacht. Saubere Ausbeute. Wieder nicht getroffen. Ich glaube, das Glück ist nicht direkt auf meiner Seite, oder? Hey! Der macht den Eindruck, als würde er irgendwen holen wollen, hm? Das ist ja eine ganz bescheuerte Idee. Ja, gibt's das denn? Die treffen ja alle nicht. Na also. Mann. Also da waren jetzt so viele Nicht-Treffer dabei, das geht ja auf keine Kuhhaut. Sie steht immer noch kampfbereit da, alles gut. Gut, hier ist also mit Sicherheit jemand da hinten, denn ich bin sicher, der wollte jemanden holen.
Schotzort. Leather Armor. Noch werde ich das mal machen. Bandit Key und ein Bottle. Aber lange mache ich das hier nicht mehr. Insbesondere das wiegt ja hier jetzt wirklich richtig viel, ne? It's to wears. Das braucht nämlich keiner. Ich habe ja wohl hoffentlich, genau, ich habe nämlich auch 11. Wie sieht das hier überhaupt aus? Sie hat ein Chain-Shirt 13. Er hat natürlich quasi gar nichts, by the way. Das sollten wir dann auch mal ändern. Und sie hat eine Githyanki Half-Plate. 15, 16 wegen dem. Stimmt, Gale sollte vielleicht mal ein bisschen ukrainischen Hosen anziehen. So, diesen Hebel ziehen wir mal nicht, der macht wahrscheinlich die Tür auf. Das gucken wir uns erstmal um. No more prayers. Only dust and silence. Sehr schön. Who are those prayers for? Normally the patron god is Orpheus. Not here. The guild seal on the inside of the cover belongs to a printmaking collective in Baldur's Gate. Of course I remember. Knew the second that girl was walking that she'd be trouble. Little thief, always in everyone's business. And that ward of Gorion? Gorion schaut da. Das wird doch nicht der Gorion sein aus dem ersten Teil von Baldur's Gate. And that ward of Gorion went right along with her. No surprise the wicked god's blood was running in their veins. Anonymous Candlekeep. Ja, das geht um Baldur's Gate 1. Sarevok and his lot are always the first ones that come to mind. You know, this all started with a bit of iron in Nashkel. Ah ja, das ist echt, wer Baldur's Gate 1 kennt, das ist die Inhaltsangabe. Everyone thought their weapons would rot out of their hands. Back then I thought the problem was bad trade. Never took the man for a son of Baal. Amnian mercenary interviewed on his deathbed. You dare speak that name to me? My mistress was turned to ash fighting those forsaken wretches. I curse Baal, I curse Irenicus, and I curse you. Irenicus war auch irgendein feindlicher, kann mich nicht mehr genau erinnern, das war irgendein feindlicher NPC, irgendein Gegner in Baldur's Gate. Hostile vampire of Cutler slums. The five tore Tatia to pieces. I don't think anyone expected more Baalspawn showing up would fix the war that a pack of them started. Then again, they were all inclined to killing each other. Oh, good riddance. Here's hoping every last one of them has been wiped off the face of Faerun. Zaradush merchant retired. I'm not authorized to be talking about any murder with someone like you. Take it up the sea tower if you want to argue. But honestly, who cares if a Baalspawn got it stuck to them? Their father's the killing type, after all. Flaming Fist Gauntlet, Baldur's Gate. Several hundred more interviews follow, most of them terse. Ja, nehme ich natürlich. Als Barde muss man sowas. Tatsächlich machen wir das jetzt mal so. Ah, so toggelt man das sehr gut. Das wusste ich gar nicht. Ancient, indecipherable text covers the plaque. Dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Und was sagst du dazu? Ancient, indecipherable text covers the plaque. Dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Gehen die irgendwann kaputt? Keine Ahnung. Aber ich habe ja hier noch irgendwo eine. Die gebe ich mal Gale. Dann ist es schön hell. Hell like hell.
Und noch heller. Das ist ja dasselbe, ne? Schlichterdings. The Unclaimed. In life, her service had been impeccable. Daily did she devote herself to the Lady of Loss. Daily did she free herself from a tyranny of memory. All in time was lost to her, her relations, her preferences, even her own name. Upon the altar of her devotion placed she the ultimate offering, her emptied mind. And when she died, when she awoke in death and found herself standing in the pale and faded city of judgment, she waited for the Lady of Loss to retrieve her. 1,000,000 souls and more passed her in colorless gusts, but no hand materialized in her hand, no voice whispered introduction in her ear, no guidance proffered itself from the bleached and barren sky. Time, immaterial time, passed around her like air, coming and going. And still the goddess did not come for her devotee. Kalimdor pitied her as much as the Lord of the Dead is able, but could not intervene. This cleric of the Lady of Loss, unclaimed despite her worthiness, might yet have one more lesson to learn. That not for forgetting, but being forgotten. Ich denke, das ist was sich Shadowheart hinter die Ohren schreiben sollte. Death is too powerful a force for even a single god to contain. It is a duty that has been passed from hand to hand, splintered into smaller pieces. Disease, war, funeral rites. But there must always be an overseer of the cycles as life falls away. For countless aeons it was Jurgal, the lord of the end of everything, presided over mortality with his unblinking stare, until even he grew weary. Young Baal, Bane, and Mirkul must have thought themselves conquerors when they came for the god of death. Yet he used their ambitions to free himself. Mirkul claimed primacy over death from Jurgal's bargain, but even he does not rule death alone. What is murder if not the most violent of deaths, seized by Baal in his incessant greed? What need would there be for noble Kalimdor to judge passing souls if one deity could hold the process entire? Even gods can die, after all. Those who worship death should remember that above all else. Wenn ich zum Beispiel danach suche, würde ich das finden? Ja, würde ich. Das heißt, man kann nach den Titeln suchen, das ist doch schon mal schön. Gut. Wow, das ist doch mal richtig was wert. Wenn ich irgendwann mal einen Händler finde, wird das bestimmt witzig. Aber ansonsten lassen wir das jetzt hier mal liegen. Aber wir nehmen natürlich die Waren mit. Hier. Das Essen muss ja jetzt hier nicht verkommen. Karaffe von Wasser. Brauche ich dann nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht was. Hier ist schon einiges jetzt. Also ich werde diesen ganzen Rotz hier nicht mitnehmen. Ich lasse das mal stehen. Das ist letzten Endes sind das ja sowieso eher Sachen, die dazu dienen sollen, dass es hier einigermaßen normal aussieht. Es wäre ja blöd, wenn ich das mitnehme. Karaffe von Wasser.
ich nichts. Ein Portrait of Fane. Ja, die Divinity-Menschen, also die Leute, die Divinity gespielt haben, werden sich erinnern an Fane. Das ist der Untote, den man in der Gruppe haben kann. Das ist sogar richtig was wert. Das nehmen wir mal mit. So, jetzt ist tatsächlich angesagt. Jetzt ist tatsächlich wahrscheinlich ein Kampf angesagt, fürchte ich. Gut, die Tür ist zu, aber das, wie gesagt, wird der Regel da hebeln. Regel wieder regeln. Oh, das war blöd. Aber so ist das. Da ist einer dahinter. Mari, genau, die ist erwähnt worden vorhin. Nein, falsch. Weg. Vielleicht treffe ich ja mal was. Das ist ja super. So. Klarer Vorteil, wenn das so ist. Critical Hit. So kann's gehen. Wie auch immer er es geschafft hat, unentdeckt zu bleiben mit einer brennenden Fackel in der Hand. So, sie ist jetzt gefroren. Hier haben wir Basic Poison, das ist gut. Hier haben wir noch einen Shortbow. Wenn es mir zu schwer wird, noch geht's, werde ich das Zeug an Lezelle auslagern. So, das hier ist ein Oil Barrel. Oh. Dann gucken wir uns das hier mal an. An Ancient Scroll. Though a bloom of mold has leached the ink from most of its scroll, its beginning is still legible. The sealing ritual. Our god cares for no petty ritual. There's only the sealing, and it is vital that we observe it with exacting reverence. On the day of the sealing, a mixture of bone and ash is consecrated. Upon the names of the dead, we spread the offering, imbuing the ink with the essence of death of our god, Jergal, Baal, Cannonball, Merkul. Who knows? Jergal vielleicht. Das kann man nicht. Hier kann man ein bisschen Licht machen. Hier kann man sich mal kurz ausruhen. Scruffy vagabond clothes. Rags. The Unclaimed, aber das habe ich schon.
anscheinend nicht an. The Curse of the Vampire. Hearken close and beware the vampire. Beware its old beauty, beware its charm, beware its curse. Above all, beware the pale noble, for the vampire cannot bear to be of the common folk. How doth one protect from the beast? Walk not in blackest night, for the vampire loves these nights more than any other. If you must walk, do so by the light of our moon, and take care. Carry the blessings and marks of your god at all times. But remember, your home is a fortress, if protected well. If you hear a knock in the night, be wary. Let no stranger into your home. Irgendwer quatscht da. If it be a friend, look upon them. Do you find them pallid and wan? See you any mark upon their neck? See you any dirt upon their clothes? Unless their need is great, turn away, all but the most trusted. And if the beast finds a way into your home, flee. Leave love and family behind. You will not save them if you fight. You will not see them again. But they will see you, pale and smiling, calling them into the night. Und das haben wir auch schon. Ja, das ist ja auch nur wieder dasselbe, ne? Genau. Let's have a look at myself. Hier was dahinter. Nee. Thieves-Tools haben wollen. No, how does it open? We found a locked door, but it does not have a keyhole. There's got to be something interesting behind it. We found a way into the abandoned ruins. Okay, na dann gehen wir halt erstmal hier lang. Und ich denke, die Tür öffnen wir dann das nächste Mal. Also, bis dann.